Herzlich willkommen zu unserem Live-Webcast zum Thema Digital Signage in der Unternehmenskommunikation. Wir senden heute live für Sie aus der Seifenfabrik in Graz. Mein Name ist Silvana Veit und ich darf Sie durchs Programm führen. Gleich zu Beginn darf ich das Wort an Gerhard Pichler, den CEO von Pichler Medientechnik, übergeben. Vielen Dank, Silvana. Herzlich willkommen aus Graz zu unserer diesjährigen Veranstaltung im Rahmen der AV Solution Roadshow. Wir machen das diesmal aus Corona-Gründen in einer virtuellen Form. Ich hoffe aber, dass Sie dennoch sehr viel Inspirierendes für Ihre Projekte aus diesem Webcast mitnehmen können. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken, einerseits für Ihre zahlreiche Teilnahme an diesem Webcast. Also wir sind dreistellig von den Teilnehmern her, was mich sehr freut. Und möchte mich auch bei den Mitarbeitern bedanken und bei den Beteiligten, die in der Vorbereitung diesen Event möglich gemacht haben. Vorweg vielleicht ein paar Worte zur Einleitung bezüglich AV Solution Partner. Wer sind die AV Solution Partner? Es ist eine Gruppe von unabhängigen AV-Systemhäusern, die sich im Dachbereich sehr, sehr gleichförmig verteilt. Man sieht hier auf der Karte, dass Deutschland, Österreich und Schweiz durch die AV Solution Partner sehr gut abgedeckt sind. Die Projekte, die wir machen, sind vollumfängliche AV-medientechnische Projekte. Das heißt, das Portfolio beginnt mit Beratung, Planung, geht dann im Bereich Umsetzung bis hin zu Services, die wir leisten können als AV Solution Partner. Die Kommunikation, die interne, die regelmäßig stattfindet auf verschiedenen Ebenen, führt dazu, dass wir sehr viel an Know-how-Transfer untereinander bewerkstelligen können. Typischerweise liefern wir die Projekte aus einem Portfolio von professionellen Lieferanten und Produkten aus. Das heißt, diese entsprechenden Lieferanten sind in einem Programm zusammengefasst, nämlich der Preferred Partner. Die bevorzugten Lieferanten, dieses Programm hat vor einigen Jahren gestartet und wir sind froh, dass EasyScreen von Beginn an ein Teil davon war. Das heißt, das ist jetzt der Schwenk zu EasyScreen. EasyScreen ist eine Digital Signage Software, die es seit inzwischen mehr als 20 Jahren bereits am Markt gibt. Wir haben mehr als 9000 Projekte mit unseren Integrationspartnern weltweit ausgeliefert. Viele dieser Projekte sind in Branchen wie zum Beispiel Retail, wo man Werbetafeln damit entsprechend umsetzt, in Flughäfen für An- und Abflugzeiten, in Universitäten für Veranstaltungskalender oder Ähnliches. Es geht dabei im Wesentlichen darum, dass statische Plakate bzw. Zettel, die früher verwendet wurden, in Summe jetzt mit digitaler Lösung abgelöst wird, mit einer digitalen Bildschirmlösung. Eine Menge von Projekten, relativ gesehen eigentlich die größte Menge unserer Projekte, haben wir realisiert im Bereich Corporate. Das heißt, im Unternehmensumfeld wird unsere Software zur Kommunikation mit Mitarbeitern und zur Information für Mitarbeiter benutzt. Und dabei sind wir jetzt beim eigentlichen Thema des heutigen Tages. Es geht um Digital Signage im Unternehmensumfeld. Ich würde an der Stelle als Einleitung einen kurzen Trailer ablaufen lassen und im Anschluss daran die Silvana bitten, dass sie uns charmant durch das Programm führt. Bitte Film ab. EasyScreen ist mehr als 20 Jahre am Markt. Wir haben inzwischen mehr als 9000 Projekte weltweit ausgeliefert. Wir haben bereits eine Vielzahl von Kunden, die diese Möglichkeiten nutzen.
Unternehmen kommen zu uns, weil sie die interne Unternehmenskommunikation auf ein neues Level heben wollen. Von EasyScreen dürfen wir heute bei uns begrüßen Gerhard Pichler, CEO von Pichler Medientechnik, Stefan Pittel, Head of Sales International EasyScreen, Thomas Neumeister, Head of Sales EasyScreen Österreich und darüber hinaus dürfen wir begrüßen Thomas Neubauer, Geschäftsführer der D-Cube Media GmbH. Und via Zuschaltung aus der Schweiz Silvio Müller, Projektleiter der Supravision AG. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie können gerne unsere Chat-Funktion auf Vimeo benutzen und wir werden Ihre Fragen dann am Ende der Sendung beantworten. So, Unternehmenskommunikation trägt dazu bei, das Image eines Unternehmens zu prägen. Zielgruppen sind dabei Kunden, Partner, aber auch die eigenen Mitarbeiter. Die Kommunikation der eigenen Vorzüge nach außen erfolgt über das klassische Marketing. Die interne Kommunikation zielt darauf ab, die Mitarbeiterbindung und die Identifikation mit dem Unternehmen zu stärken. Die größte Herausforderung im Bereich der internen Kommunikation besteht darin, mit den eigenen Botschaften möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen. In den nächsten Minuten erfahren Sie von uns, wie Sie mit Digital Signage-Lösungen Ihre Unternehmenskommunikation effizienter und ansprechender gestalten können. Bevor wir die konkreten Einsatzmöglichkeiten anschauen, werfen wir gemeinsam einen Blick auf die zugrunde liegende Technologie. Wie funktioniert eigentlich Digital Signage? Digital Signage ist die effektivste und schnellste Art, Menschen über Netzwerke von digitalen Displays mit individuellen Botschaften zu erreichen. Ob in Form von digitalen Werbeplakaten, Fahrgast-TV oder elektronischen Leitsystemen, in der einen oder anderen Form ist jeder von uns schon mal mit Digital Signage in Berührung gekommen. Der wesentliche Vorteil dieser Technologie liegt in der Anwenderfreundlichkeit und der Flexibilität. Das Content-Management und die Steuerung erfolgen über den installierten Client oder ortsunabhängig über ein benutzerfreundliches Webinterface. Damit gestalten, planen und verteilen Sie Ihre digitalen Inhalte. Auch kurzfristige Änderungen und Anpassungen sind jederzeit mit minimalem Aufwand möglich. Das gewährleistet, dass Sie mit Ihrem Content stets tagesaktuell bleiben können und erhöht die Relevanz Ihrer Inhalte. So, damit sind wir auch schon bei einem der wichtigsten Kriterien für erfolgreiche Kommunikation angelangt. Die Botschaft muss für den Empfänger relevant sein. Das trifft selbstverständlich und verstärkt auch auf Digital Signage in der Unternehmenskommunikation zu. Ist eine Botschaft einmal für irrelevant und uninteressant befunden worden, dann verschmilzt das Display in der Wahrnehmung mit dem Hintergrund und alle Anstrengungen verpuffen im Nichts. Damit genau das nicht passiert, haben wir Christian Thomas Rettinger, Senior Business Consultant für Smart Digital Media bei Kapsch Business.com AG, und er kann die Wirksamkeit von Digital Signage mit Zahlen, Daten und Fakten untermauern. Die Vorteile von Digital Signage in der Unternehmenskommunikation lassen sich ganz klar durch Zahlen belegen. Es gibt internationale Studien, die zeigen, dass Bewegtbild 400% mehr Aufmerksamkeit erzielt als Standbild. Weiters wird durch den Einsatz von digitalen Unternehmenskommunikationslösungen die Mitarbeiterproduktivität um bis zu 25% gesteigert. Ich habe auch einen weiteren Vorteil: durch entsprechende Anzeige von Sicherheitsinformationen kann ich Arbeitsumfälle um bis zu 20% reduzieren. Und last not least, mit diesem Medium erreiche ich 70% der Mitarbeiter. Im Gegensatz zu E-Mail und Intranet, wo ich gerade mal 43% der Mitarbeiter erreiche. Die Effektivität von Digital Signage in der Unternehmenskommunikation ist demnach unbestritten. Welcher Content eignet sich aber besonders gut für diese Form der Kommunikation? Oder anders gefragt,
Welche Inhalte sollte man bei der Zusammenstellung des Programms berücksichtigen? Anschauliche Beispiele für Inhalte bei der digitalen Unternehmenskommunikation sind alles, was den Mitarbeiter interessiert. Dazu gehört neue Informationen vom Vorstand, von der Geschäftsleitung. Da gehören aber auch soziale Beispiele wie wer hat geheiratet, wer hat Geburtstag, aber auch der Speiseplan, auch die Erfolge des Unternehmens oder eben Betriebsdaten, die ich von Produktionsmaschinen abgreife oder im Krankenhausumfeld zu nennen, zum Beispiel Schichtpläne. Mitarbeiterbindung ist gerade in Zeiten zunehmenden Facharbeitermangels eine der wichtigsten Herausforderungen in vielen Unternehmen. Eine zeitgemäße interne Kommunikation ist Ausdruck der Wertschätzung und damit integraler Bestandteil einer modernen Unternehmenskultur. Digital Signage bietet hier umfassende Möglichkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abseits traditioneller Kommunikationswege zu erreichen. Unternehmen kommen zu uns, weil sie die interne Unternehmenskommunikation auf ein neues Level heben wollen. Weg von klassischen analogen Medien hin zu digitalen Medien. Das heißt, die Information schneller zu den Mitarbeitern zu transportieren, effizienter und auch natürlich in einer deutlich besseren Aufmachung. Wir haben jetzt einige interessante Zahlen, Daten und Fakten vom Einsatz von Digital Media im Unternehmenskommunikation gehört. Thomas Neumeister, worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie Digital Signage für ihre Unternehmenskommunikation nutzen möchten? Wichtig ist, dass Sie sich am Anfang ein Konzept überlegen. Ja, dass Sie die Ziele festlegen, dass Sie Standort- und Zielgruppenanalysen durchführen, sich bereits vorhandene Inhalte anschauen und sich überlegen, was müssen Sie dazu produzieren. Ebenso sollten Sie danach immer wieder regelmäßige Audits und Marktforschungen durchführen. Die Erfolgsfaktoren sind ein spannender und informativer Inhalt, der abwechslungsreich ist. Sie müssen auch Kollegen zur Mitarbeit motivieren, damit die Arbeit am Redaktionsteam aufgeteilt wird. Laufende regelmäßige Programmwechsel, die optimalen Displaystandorte und Inhalte vorbereiten, bevor Sie mit dem Kanal starten. Sie sollten eigentlich schon 2 bis 3 Monate Inhalte vorbereitet haben, bevor Sie mit Ihrem Corporate TV-Channel starten. Okay, in der digitalen Kommunikation gilt ja der Leitspruch Content is King und das trifft selbstverständlich und verstärkt auch auf Digital Signage in der Unternehmenskommunikation zu. Richtig müsste es allerdings heißen, guter Content is King. Und um guten Content zu erstellen, ist es wichtig, die wichtigsten Eckpunkte Ihrer Kommunikationsstrategie vorab abzustecken. Daher heißt der Leitspruch für Ihren Erfolg vom Konzept zum Content. Herr Neumeister, welche wertvollen Tipps können Sie hier für die praktische Anwendung geben? Also die Do's sind, er muss einfach zielgruppengerecht sein. Einem Lehrling interessieren andere Inhalte oder der hat einen anderen Informationsbedarf als ein Mitarbeiter am Hochofen oder in der Marketingabteilung. Er muss standortgerecht sein, das heißt am Standort relevant sein die Inhalte. Aktuell, ein alter Inhalt, der schon 2, 3 Monate gelaufen ist, interessiert keinen mehr und ich verliere quasi meine Zuseher über den Kanal. Und ich sollte auf hochwertige und ausfallsichere Lösungen setzen. Was sollte ich nicht tun? Ich sollte meine Zuseher nicht langweilen. Wenn der einmal weggeschaltet ist, kommt er nicht mehr wieder und das Medium hat nicht mehr seine Wirksamkeit. Schwarze Bildschirme, das heißt, wenn die Lösung ausfällt, sind auch nicht wirklich förderlich für ein System. Und veraltete Inhalte oder interne Inhalte, die an falschen Plätzen gespielt werden, können auch dem System schaden. Okay, und wenn das Gesamtkonzept nun schlüssig ist und die Inhalte für den Empfänger gut aufbereitet sind, sollte man dann nicht seine Botschaft oder könnte man dann nicht auch seine Botschaft über traditionelle Medien an den Mann und die Frau bringen? Das ist durchaus möglich. Allerdings habe ich mit Digital Signage eine wesentlich größere Reichweite als mit E-Mail oder mit dem Internet. Okay, wir haben also gehört, dass nur guter Content zum Erfolg führt. Thomas Neubauer, Geschäftsführer der D-Cube Media GmbH, gibt uns jetzt einen kurzen Einblick darin, wie es aus Agentursicht gelingt, mit dem Kunden ein gutes Content-Konzept zu erstellen. Thomas Neubauer, was macht guten Content aus? Also guter Content ist vielseitig, abwechslungsreich und sollte auch unterhaltsam sein. Und das Wichtigste, wie auch schon mein Vorredner gesagt hat, ist eben die Aktualität des Contents. Aktueller Content ist einfach ein Must-Have. Worauf kommt es an?
Die Informationen müssen für die entsprechenden Zielgruppen beziehungsweise auch an die Verweildauer der Mitarbeiter angepasst werden. Simplicity is key. Man sollte nicht versuchen, alles zu sagen, sondern man sollte versuchen, das Richtige zu sagen. Das heißt, die wesentlichen Informationen für die wesentlichen Stellen ganz einfach. Ideal kann man sich als Beispiel hernehmen, wäre der Aufbau als RSS-Feed, dass man sagt, okay, man hat eine Headline, einen Textblock, einen kurzen Teasertext und ein Bild und das wäre es dann aber eigentlich schon. Das heißt, die Informationen kurz und prägnant zusammenfassen. Und warum ist Digital Signage besser als der ganz normale Zettel? Weil man viel flexibler, viel besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen eingehen kann. Natürlich kurzfristiger aktualisierbar. Man kann Daten automatisiert abfragen, man kann verschiedene Medien einbinden, verschiedene Kanäle, man kann zum Beispiel Social Media einbinden und. Das heißt, man hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man mit Digital Signage nutzen kann gegenüber herkömmlichen Medien. Und wie kommt man zu gutem Content? Guter Content ist, man schafft es ganz einfach, guten Content zu erzeugen, wenn man auch den Aufwand für den redaktionellen Bereich dahinter so gering wie möglich haltet. Das heißt, man muss versuchen, Content zu automatisieren, verschiedene Datenquellen wie zum Beispiel Social Media, wie zum Beispiel Intranet zielgerecht abzufragen und die Daten dementsprechend dann direkt in Digital Signage einfließen zu lassen, um immer aktuellen und neuen Content seinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Danke für das Interview, Herr Neubauer aus Agentursicht. Wir schalten jetzt zu Silvio Müller, Projektleiter der Supravision AG in der Schweiz. Ein herzliches Grüezi in die Schweiz. Silvio, hallo. Silvio, Sie haben letztes Jahr ein Mitarbeiterinformationszentrum mit einem Ihrer Kunden installiert. Erzählen Sie uns mehr darüber. Schönen guten Tag alle zusammen. Wir freuen uns heute hier dabei sein zu können. Ja. Bei diesem Projekt ging es darum, ein schwarzes Brett abzulösen. Es ging um den Kunden Brook Pipe Systems. Und zwar bei diesem Projekt war jetzt die Idee, die Mitarbeiter, so gut es geht, ohne eigenen PC zu informieren. Entschuldigen Sie, ich höre mich überfüllt. So. Und zwar, die Ausgangslage war folgendermaßen, dass wir hatten hier ein schwarzes Brett mit sehr, sehr vielen Daten, mit denen die Kunden, die Mitarbeiter nicht wirklich etwas anfangen konnten. Das heißt, es war nicht wirklich immer aktuell, Zettel wurden übereinander geklebt etc. Das Ziel des Projektes, was man im Nachhinein ausgearbeitet hat, war, den digitalen Auftritt des Unternehmens zu verbessern, die Informationen an die Mitarbeiter und an die Besucher zu bringen und auch den Empfang abzulösen. Das heißt, dass dieser wirklich unbemannt wird. Dies alles wurde dann in einem Workshop zusammengesetzt und dann haben sich folgendes Konzept ergeben, und zwar 4 Touchscreens in der Fabrikhalle und eine bei dem Empfang. Die Themen auf den Screens sollten die Zeitschrift des Unternehmens sein, das Qualitätsmanagement sollte angezeigt werden, die SOS-Hilfebereitstellung für die Fabrikhalle etc. Auf der anderen Seite bei der Besucher war es wichtig, den Besucher zu zeigen, dass sie angezeigt werden, das heißt über einen direkten oder aus einem Kalender und die Telefonliste, sodass er unbenannt sein kann. Wir konnten dann zusammenfassen, dass es automatisch Inhalte gibt, sowie gepushte Inhalte. Dies ist sehr wichtig, dass wir immer laufenden Content auf unserem Screen haben. Zusammen haben wir dann mit unserem Partner der DQ folgendes Layout erstellt.
Und bei diesem Layout ging es folgendermaßen, dass wir auf der rechten Seite können wir dies komplett bedienen. Heißt, die Navigation kann jeder Mitarbeiter hier selber auf der rechten Seite steuern und kann sich über die jeweiligen Themen informieren. Der Lösungsansatz bei der Zeitung von der Brooks sieht zum Beispiel so aus, dass man die Möglichkeit hat, eine Doppelseite zu sehen und diese mit Vor-Zurück-Button zu navigieren. Bei dem Empfang wurde das folgendermaßen gelöst, dass das sehr ähnlich aussieht, sodass das Corporate Identity immer eingehalten wurde und dass jetzt hier bei dem rechten Bereich die Herzlich Willkommen Brook und unten die Besucher stehen würden und man sich hier auf die Telefonliste, eine ISO-Zertifizierung etc. informieren kann. Das ganze Bedienkonzept sieht folgendermaßen aus. Die Supervision AG hat das komplette Backend aufgestellt. Dies wurde wieder in dem Screen Manager konfiguriert und programmiert. Und das Frontend, was das neue Webinterface 2 von EasyScreen ist, wird von 25 Usern komplett befüllt. Das heißt, alle Inhalte werden zu 100% aus automatischen Medien gezogen oder über das Webinterface 2 von EasyScreen gepusht. Warum hat man sich bei diesem Projekt für EasyScreen entschieden? Wir konnten den Kunden überzeugen, dass die Software hardwareunabhängig ist, zukunftssicher durch Anbindung in andere Systeme. Es ist webbasiert, Interaktivität ist möglich, der Import aus verschiedenen Raumbuchungskalendern und mit Drag-and-Drop-Möglichkeiten ist es sehr easy to use. Alles in allem war das ein sehr interessantes und gutes Projekt und wir freuen uns schon auf das nächste. Dankeschön. Danke Silvio Müller für deine Präsentation. Vielen Dank. Wir haben gehört, um für alle relevanten Anwendungsbereiche optimale Lösungen anbieten zu können, bedarf es unterschiedlicher Ansätze in der technischen Umsetzung. Stefan Pittel, Head of International Sales bei EasyScreen, stellt uns die 3 Module für erfolgreiche Unternehmenskommunikation vor. Im Prinzip unterteilen wir die in 3 hauptsächliche Bereiche. Digital Signage am Standort, also strategisch platzierte Displays für Mitarbeiter, um Informationen ihnen zu übermitteln, Unternehmensinformationen, KPIs, aber auch mehr oder weniger ihre Gäste und ihre Kunden, die dann aber sich dann aber direkt am Standort am besten orientieren können. Als weiteren großen Bereich sehen wir Raumbuchung und Ressourcenverwaltung als elementaren Teil, die optimale Ressourcenverwaltung für Meetingräume und Veranstaltungen zu gewährleisten. Der dritte Bereich, Broadcast, standortunabhängig. Damit kommen wir mit dem Digital Signage raus aus den Displays und gewährleisten Information und Kommunikation zu ihren Empfängern, die unabhängig vom Standort überall sein können. Der Empfang kann also mehr oder weniger auf Handys, Tablets oder sonst irgendwelche Devices, die HTML5-fähige Browser haben, dargestellt werden. Der Klassiker schlechthin im Digital Signage ist das Display am Standort. Aber für welche Anwendungen ist das die optimale Lösung? Zu dem ersten großen Bereich, Digital Signage am Standort. Welche unterschiedlichen Anwendungen gibt es in diesem Bereich? Sehr häufig ist es so, dass im Eingangsbereich eine Video-Wall steht, um mehr oder weniger ein Ambiente zu schaffen, Informationen für Besucher zu schaffen oder auch generell Informationen für die Kunden. Menu-Boards in der Kantine, Welcome-Boards, wo aber noch zusätzlich in den Meetingraumbereichen eine Übersicht ist, wo finden welche Meetings gerade statt. Dashboards für die technische Mannschaft, Wegleitsysteme für ihre Besucher, dass sie auch schnell zu ihren Meetings hinfinden, digitale Türschilder dann aber direkt beim Meetingraum selbst, um dann zu sehen, welches Meeting findet wo statt, wann fängt es an, wie lange ist es noch. Und zusätzlich natürlich Freeform, wo dann aber auch der Innenarchitekt sich dann aber grafisch austoben darf und es dann aber mit Digital Signage in Szene gesetzt werden kann. Raumbuchung und Ressourcenmanagement über Digital Signage? Stefan Pittel weiß, warum das sinnvoll ist und welche Vorteile es bringt.
eben dieser wesentliche Part, der zusätzlich neben den klassischen Signage-Contents, multimedialen Inhalten, wie Bild, Video, Text oder weitere dynamische Inhalte, ist ein wesentlicher Part Raumbuchung und Ressourcenmanagement. Es ist mehr oder weniger einer der wesentlichen Teile, so schnell wie möglich und so effizient wie möglich, die Ressourcen innerhalb des Unternehmens verwalten zu können. Da haben sich über die letzten Jahre eindeutig Ressourcenverwaltungssysteme über Digital Signage Anzeigen herauskristallisiert. Meistens ist es eine Kombination aus interaktiven digitalen Türschildern direkt bei den Meetingräumen und dann auch noch zusätzlich an Welcome Boards, also Übersichtsboards der gesamten Meetingsituation in unterschiedlichen Bereichen. Selbstverständlich sind diese Lösungen in der Zwischenzeit vollautomatisiert. Das bedeutet, wenn Sie bei Ihnen in Ihrem Unternehmen zum Beispiel Exchange oder ähnliche Kalender bereits haben, um Ihre Meetings zu koordinieren, werden im Hintergrund diese Daten vollautomatisiert abgeholt. Sie möchten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort erreichen, wo sie sich gerade befinden? Sie möchten in Ihrer Unternehmenskommunikation ortsungebunden sein? Dann ist das Broadcast-Modul für Sie die optimale Lösung. Dritter Lösungsbereich ist Broadcast. Wie bekommen Sie Ihre Informationen aus den Displays vom Standort dorthin, wo Ihre Empfänger sind? Und damit gewährleisten wir mit der Broadcast-Plattform die Möglichkeit, alle Ihre Informationskanäle, die Sie bereits für den Standort haben, dann aber gemischt nach Themen direkt dorthin zu bringen, wo Ihre Mitarbeiter und auch Ihre Kunden sind. Die Kombination bzw. auch die freie Verknüpfung dieser drei wesentlichen Lösungsmodule gibt Ihnen die Möglichkeit, ein allumfassendes Digital Signage Kommunikationsnetzwerk aufzubauen. Bevor ich jetzt Stefan Pittel hier interviewe, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie auch sehr gerne Ihre eigenen individuellen Fragen in den Chat bei Vimeo reinschreiben können. Wir werden sie dann im Anschluss beantworten. Stefan Pittel, können Sie uns noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, wo der Vorteil von EasyScreen Broadcast im Gegensatz zu dem herkömmlichen Intranet liegt? Ja, also im Prinzip, beim Digital Signage Broadcast Modul kann man an und für sich genau auf die Systeme zurückgreifen, die an und für sich, wie eingangs schon erwähnt wurde, dann auf der Basis von den Digital Signage-Konzepten weiterverwendet werden kann. Die passiven Informationen, die zum Beispiel durch Intranet oder ähnliche Module, die es bereits gibt, oder E-Mail oder so weiter, dann aber mehr oder weniger auch gebroadcastet werden, aber weniger zielgerichtet. Mit Digital Signage ist es eben möglich, die bereits vorhandenen Contents vollautomatisiert jeden Mitarbeiter und oder Kunden in zielgerichteter Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Und damit ist es unabhängig, wo jetzt gerade die Mitarbeiter oder die Kunden sind. Das heißt, Digital Signage geht aus dem Display raus und somit können Sie ein vollumfassendes Digital Signage Kommunikationssystem für die Unternehmenskultur mehr oder weniger aufziehen. Okay, also Digital Signage erobert also die Unternehmenskommunikation und das aus gutem Grund. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, durchdachte technische Umsetzungen und bestechend einfache Bedienungen sprechen für sich. EasyScreen hat die Entwicklung entscheidend mitgeprägt. Herr Pichler, EasyScreen ist ja Marktführer auf dem Digital Signage-Bereich und Sie haben, sage und schreibe, 21 Jahre Berufserfahrung. Wie hat sich denn das Projekt entwickelt und wie schätzen Sie die momentane Lage ein? Ja, klingt erschreckend viel. 21 Jahre ist aber wahr. Das heißt, wir haben Mitte 90 mit der Lösung begonnen. Und zwar zum Zeitpunkt, wo Digital Signage als Begriff unbekannt war. Inzwischen gibt es 4 Generationen. Die erste Generation, wie gesagt, Mitte, Ende der 90er Jahre, war geprägt im Vergleich zu jetzt durch durchaus technisch sehr, sehr unperformante Gerätschaften. Die entsprechenden Digital Signage Endpunkte waren eher kleine Bildschirme mit geringen Auflösungen. Die Zuspieler, die man dazu verwendet hat, waren letztlich große Rechner. Man hat natürlich immer den Wunsch gehabt, möglichst bequem Inhalte auf den Bildschirm über ein Netzwerk zu bringen. Und diese Möglichkeit war einfach limitiert damals durch langsames Internet und entsprechende Datenraten, die sehr, sehr teuer waren. Inzwischen
sind wir bei der Generation 4 angelangt. Dementsprechend rein technologisch hat sich da wahnsinnig viel getan. Bildschirme oder Ausgabegeräte an sich kann mit Digital Signage-Systemen praktisch in jeder Technologie verwendet werden. Das können E-Paper-Monitore sein, das können große LED-Wände sein oder Screens beispielsweise. Die Auflösungen sind unlimitiert. Die Einschränkung von Formaten ist de facto heutzutage auch relativ unlimitiert. Die Übertragungen sind super schnell und kosten auch wesentlich weniger. All das sind Faktoren, dass man letztlich das Thema Digital Signage einen großen Erfolgszug hingelegt hat und zukünftig auch noch weiterhin ein super boomendes Thema sein wird. Unterschied bezüglich jetzt vielleicht des Betrachters ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt. Man hat begonnen, den entsprechenden Betrachter nur als passiven Konsumenten zu sehen und inzwischen ist der Betrachter Teil des Informationsflusses. Das heißt, wie bereits der eine oder andere Vorredner gesagt hat, inzwischen gibt es eine Menge an entsprechenden Funktionalitäten, was Interaktivität betrifft. Ja, das heißt, auch in EasyScreen gibt es vom Start weg Funktionalitäten, wo man Touchscreens leicht erstellen kann, wo man entsprechende Sensorik einbinden kann, damit das Zielpublikum noch individueller erreicht werden kann. Also das ist aus unserer Sicht momentan so ein bisschen der Status, der sich entsprechend halt innerhalb dieser 20 Jahren ergeben hat. Vielen Dank. Dann schauen wir jetzt gemeinsam in den Chat. Herr Humitsch möchte gerne wissen, in welche Richtung sich Digital Signage in der Zukunft entwickeln wird. Thomas Neubauer, wie sehen Sie denn das aus Agentursicht? Also wie auch schon vorab von meinen Vorrednern erwähnt, also die Verflechtung mit den unterschiedlichen Systemen wird immer mehr werden in Zukunft. Datensysteme werden automatisch abgefragt, Content wird automatisch generiert, Social-Media-Integration und eben auch Interaktion ist ein ganz, ganz großes Thema. Und eben Digital Signage wird sich von den Display-Lösungen, wie wir es kennen, jetzt da lösen und eben hin auf viele unterschiedliche Geräte wandern, ob das jetzt da PCs, Mobile Devices sind. Das heißt, es werden nicht nur Bildschirme bespielt, sondern es werden alle erdenklichen Medien in Zukunft mit Digital Signage bespielt werden. Und Sie, Thomas Neumeister, wie sehen Sie das aus Beratersicht? Also ich sehe im Prinzip zwei Trends. Der eine ist, dass die Inhalte automatisch verteilt werden und die Endgeräte, wir nennen das POV, Point of Visualization, immer intelligenter werden. Das heißt, je nachdem, wer vor dem Display steht, ein Mann oder eine Frau, oder wo ich mich mit meinem Mobile Device gerade befinde, bekomme ich unterschiedliche Inhalte präsentiert. Und der zweite Trend, den ich sehe, dass es vom Touch Richtung Sprachsteuerung geht, aufgrund der aktuellen Situation auch. Okay, wow. Und wie kann das Gerät erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Wir verbinden Sensoren, das nennt man Audience Measurement und ich kann hier mit diesen Sensoren erkennen, ob es ein Mann, eine Frau ist, alt, jung, mit Bart, ohne Bart, mit Brille, ohne Brille. Wahnsinn. Stefan Pittel, wie sehen Sie denn das aus Herstellersicht? Aus Herstellersicht haben wir über den letzten Zeitraum sehr gut beobachten können, dass gewisse Trends sich jetzt massiv verstärkt haben. Das Wesentliche ist einmal, Stabilität wird in der Zwischenzeit schlicht und ergreifend für eine Premium-vernünftige Lösung vorausgesetzt. Das Zweite ist einmal die Flexibilität. Die Flexibilität bezieht sich im Prinzip mehr oder weniger auf, welche Hardware-Plattformen können verwendet werden. Das heißt also mehr oder weniger, EasyScreen kann zum Beispiel eben als Cross-Plattform-Lösung auf allen gängigen Betriebssystemen laufen. Das Gleiche gilt nachher auch für die Hardware-Devices und das andere gilt natürlich eben auch für die Sicherheit. Die Sicherheit ist ein wesentlicher Punkt und dort ist es auch notwendig, eben auf individuelle Sicherheits- und Übertragungsprotokolle einzugehen. Bei der Flexibilität kommt noch hinzu, was es vorher nicht gegeben hat, eben Bereitstellungsmodule, Cloud, On-Premise und vor allem, was wir auch gesehen haben, alle Zwischenstufen dazwischen. Das heißt, nicht alles in der Cloud und nicht alles On-Premise und das sind genau diese Dinge. Also im Prinzip möchte der Kunde ein à la carte Menü haben, sich die wesentlichen Module zusammenzusuchen und von der Stange einen Maßanzug mehr oder weniger für die jeweilige individuelle Anforderung
zu finden. Und das ist natürlich das, was wir versuchen, jeden Tag Rechnung zu tragen. Und Sie haben mir vorhin erzählt, Sie reisen ja sehr viel als Head of Sales International. Es gibt bereits eine Stadt der Zukunft in Amerika. Welche ist denn das? Naja, ja, Las Vegas, klar. Das ist im Prinzip dann auch mehr oder weniger die Ausprägung, wie es vielleicht sein könnte, wobei es schon etwas, durchaus übertrieben dargestellt werden kann. Aber im Prinzip, dort kann man es wirklich auch schon sehen. Also im Prinzip, der Kunde betritt den Einflussbereich des jeweiligen Unternehmens und wird ab diesem Zeitpunkt bis dort, wo er das dann hin verlässt, vom Eingangsbereich oder große LED-Wand, überall dort, wo eben Spiele sind, Hotelbereiche und so weiter und so fort, bis auf den kleinsten Bedienfeld, interaktiven Bedienfeld im Zimmer, durchgehend ohne Informationsbruch kommuniziert. Und das sehen wir auf jeden Fall, dass eben genau das die Herausforderungen sind, an die Signage-Plattformen eben diese Möglichkeiten zu bieten auf alle Devices und eben dann auch individuell auf jeden, wie soll man sagen, auf jede Zielperson das zu vermitteln. Ja. Vielen Dank, Stefan Pittel. Gerhard Pichler, wie sehen Sie denn das aus Branchensicht? Also viele der Trends sind jetzt schon vorweggenommen worden, daher bleibt nicht allzu viel über. Ich kann mich bei jedem dieser Punkte natürlich vollinhaltlich anschließen. Branchenmäßig sehe ich eine Konsolidierung. Das heißt, vor wenigen Jahren waren noch ganz viele Signage-Lösungen auch im Dachbereich angeboten. Das heißt, wenn man gegoogelt hat, ist man auf 300, 400, 500 Lösungen relativ schnell gekommen, die sich Digital Signage-Lösungen bezeichnet haben. Inzwischen konsolidiert sich das. Das heißt, die Kunden werden anspruchsvoller in Bezug auf Funktionalität, Stabilität, Security ist genannt worden. Daher ergibt sich einfach ein Ausdünnen von diesen professionellen Lösungen und dementsprechend bleiben einfach gute Lösungen über, die sehr viel an Bord haben, die sehr flexibel sind, was jetzt Netzwerkkonfigurationen betrifft beispielsweise oder auch Richtung Usability gehend, lernen Systeme sehr stark. Auch das sehen wir an großen Part auf unserer Seite. Wir versuchen die entsprechenden User Interfaces zu optimieren auf die entsprechenden Redaktionsrollen des Kunden hinweg und da würde ich sagen, da entwickelt sich im Laufe der nächsten Jahre noch sehr, sehr viel. Vielen Dank. Es bleibt noch Zeit für eine weitere Frage, nämlich ein Zuschauer möchte wissen, wie das Silvio Müller in der Schweiz aus Integratorsicht sieht. Silvio Müller. Wohin geht die Reise? Wohin geht die Reise? Okay. Technisches Problem. Das ist eine lange Leitung bis Ich denke, bei der Frage ging es immer noch, in welche Trends das es geht. Meiner Meinung nach geht alles auf die API. Also Programmschnittstellen sind für uns mit das Wichtigste, weil wir müssen die zu allen möglichen ERP-Lösungen, Kalendern, XML-Dateien, Wetterservern etc. bereitstellen und diese ihnen dann auf den Layouts abbilden können. Also ich denke, das ist so für uns momentan das Wichtigste. Wir sind noch momentan nicht so in der Zukunft, wenn es in der Integration geht und sind noch bei den Touch und bei diesen APIs. Vielen Dank, Silvio Müller. Vielen Dank, liebe Experten. Digital Signage ist also in der Unternehmenskommunikation auf dem Vormarsch. Ein Siegeszug, der auch in den kommenden Jahren anhalten wird. Wenn dieses Event Ihr Interesse geweckt hat, dann beraten wir Sie gerne und wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihr Feedback.